Wirsingkohl anbauen, die frühe Sorte. Vielleicht ist sie gar nicht so bekannt, aber es ist schade drum, denn sie schmeckt wirklich wunderbar mild und ist sehr früh im Jahr für uns schon verfügbar. Mit der Aussaat vom Wirsing früh starten wir schon ab Januar. Das kann passieren bis Ende März mit der Voranzucht. Und die Zusatzbeleuchtung, ja, die können wir ab Anfang März weglassen. Wenn wir vorher aussehen, brauchen wir sie allerdings. Der Wirsing hat hier eine Keimtemperatur, braucht davon 15 bis 20 Grad und bei der Saattiefe sind wir ja ungefähr bei einem halben Zentimeter. Wir sehen aus in Aussaaterde und die Erde wird bedeckt und natürlich auch feucht gehalten, damit sie gut keimen kann. Ungefähr 2 Wochen nach der Aussaat können die Pflänzchen pikiert werden. Wir machen das in ein Erdgemisch von ungefähr 50% Aussaaterde und 50% Kompost. Oder aber einfach in Aussaaterde, dann muss aber mit Flüssigdünger nachgearbeitet werden. Die frühe Aussaat hat auf jeden Fall Vorteile im Hinblick auf Schädlinge, denn der Kohlweißling, der hat gar nicht die Zeit, den Kohl großartig zu schädigen. Und wenn ich dann so früh aussehe, im Januar schon, dann kann ich die Ernte einplanen ab Mitte Mai bis Ende Juli. Nach dem Pikieren werden die jungen Pflanzen bei uns kühler gestellt. Die Pflanzung der Jungpflanzen praktizieren wir ab Anfang März, allerdings im geschützten Anbau, das heißt im Gewächshaus oder in den Frühbeeten. Und was auch ganz wichtig ist beim Wirsing, wenn wir ihn setzen, ist, dass wir ihn tiefer setzen. Bis Ende April kann die Pflanzung dann fortgesetzt werden. Ab Mitte, Ende April könnte sie beispielsweise im Freiland passieren. Die Pflanzabstände der Wirsingpflanzen sind ungefähr bei 40 bis 60 cm und ein Reihenabstand von 1 bis 1,5 Meter. Was allerdings echt wichtig ist, je enger die Pflanzen stehen, desto kleiner werden die Köpfe. Der Wirsing gehört mit zu den Starkzehrern. Das bedeutet, dass wir die Beete natürlich vorher vorbereiten, beispielsweise mit Kleedünger oder mit Kompost machen wir das. Und der Wirsing bildet viel Blattmasse aus. Er hat gern einen feuchten Boden. Das heißt, wir mulchen auch noch zusätzlich. Und wenn das Frühjahr etwas trockener sein sollte, dann schauen wir auch nochmal genau nach, ob wir vielleicht nochmal gießen müssen. Also einfach Finger in die Erde und gucken, ob es noch feucht ist oder die Erde trocken ist. Lasst uns gerne ein kostenloses Abo für unseren Kanal da. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über euren Daumen hoch. Der Wirsing braucht nicht nur Power in der Erde, also als Starkzehrer ordentlich Unterstützung, sondern er braucht auch einen sonnigen Standort und beschenkt uns dann mit einer wunderbaren Ernte. Der frühe Wirsingkohl ist ein Geheimtipp für die Rohkost. Er schmeckt wirklich richtig gut, total mild, so dünn geschnitten als Salat, wunderbar. Ihr könnt ihn aber auch einfach dünsten, schmeckt er auch richtig gut, oder eben fermentieren. Zum Weiterschauen haben wir auch wieder was verlinkt. Einmal die lange Version vom Wirsinganbau, der frühen Variante, und unsere Playlist Grow Veggies. Viel Spaß bei euch im Garten!